Ich habe für euch 8 Tipps zusammengestellt, mit denen man die Fritzbox Stück für Stück dahin bringen kann, dass sie selbst störrische Geräte dann doch akzeptiert. Meistens liegt es auch gar nicht an der Box, sondern an den etwas veralteten Chips, die verwendet werden für die WLAN-Geräte. Aber manchmal möchte man eben so ein Gerät auch nochmal einbinden. Und sei es auch nur, um es dann kurz zu konfigurieren und danach wieder aus dem Netz rauszunehmen. Und gerade für solche Fälle sind meine Tipps echt Gold wert. Auf geht's mit dem ersten Tipp. So, der erste Punkt, den man machen kann, da geht ihr auf WLAN, Sicherheit und dann bei Verschlüsselung geht ihr hier ganz nach unten, da müsst ihr noch dieses Zugang beschränken Häkchen aufmachen, dann seht ihr hier alle Geräte, die bis jetzt da angemeldet sind und dann gibt es hier den Button WLAN-Geräte hinzufügen. Den gibt es nur, wenn ihr nicht schon alle standardmäßig hinzufügen lasst. Ich rate dazu, das so zu machen, weil man ja normalerweise keine neuen Geräte im WLAN haben will, die man nicht kennt. Also schließt man quasi sein eigenes WLAN gegen Neuanmeldungen zu. Also würde man hierher gehen und würde ein neues WLAN-Gerät hinzufügen und jetzt muss man die MAC-Adresse eingeben. Die steht bei den allermeisten Geräten auf der Rückseite oder auf der Unterseite drauf. Die gibt man dann einfach so ein, wie sie da steht und sagt dann WLAN-Gerät hinzufügen. Normalerweise funktioniert dann das, dass das Gerät dazugefügt ist und man wieder in dieser Einstellung hier endet. Also man muss das nicht erst öffnen und dann wieder schließen, sondern man kann einfach einzelne Geräte hinzufügen, wenn man die MAC-Adresse kennt. Sollte das nicht geklappt haben, muss man leider etwas umständlicher erstmal alle Berechtigungen aktivieren, muss das übernehmen. Dann kann es sein, dass er das WLAN neu startet und danach kann man dann neue Geräte hinzufügen. Vom Prinzip her geht das genauso, also man aktiviert das, übernimmt das und dann geht man zu seinem Gerät und versucht es dann hinzuzufügen. Sollte das immer noch nicht funktioniert haben, dann müsst ihr mal gucken, ob ihr es über WPS hinkriegt. Also die WPS-Schnellverbindung, die muss man natürlich erstmal bei der Fritzbox aktivieren. Also geht man dahin, man möchte die Push-Button-Methode aktivieren und da kann man dann nochmal konkret hier WPS starten von der Ferne oder man geht direkt an die Box und drückt auf den Knopf und geht dann zu dem Gerät, das man verbinden möchte und aktiviert dann die Funktion, wie auch immer die aktiviert wird, durch irgendwelche Knöpfe oder Befehle oder App oder wie auch immer. Vierte Sache, die ihr tun könnt, und zwar ist das jetzt bei Sicherheit Verschlüsselung wieder. Und da gibt es dieses Häkchen hier, Sicherheitseinstellungen für den WLAN-Zugang auf eine höhere Kompatibilität für ältere WLAN-Geräte optimieren. Das könnt ihr setzen und dann übernehmen klicken und dann versucht ihr es einfach nochmal. So, nächster Tipp. Ihr deaktiviert alle Frequenzbänder bis auf das 2,4 GHz Band. Das geht in der Fritzbox bei WLAN, Funkkanal. Und dann einfach den Haken bei 5 GHz rausnehmen. Wenn ihr eine andere Box habt, die noch mehr Bänder kann, natürlich die anderen Bänder auch deaktivieren. Und dann übernehmen klicken. Danach könnt ihr es nochmal versuchen. Sechster Tipp. Ihr deaktiviert nicht nur das 5 GHz Band, sondern ihr deaktiviert auch alle Repeater. Weil auch da gibt es bei älteren Geräten manchmal Probleme, dass die nicht das verstehen, wenn es da verschiedene Funkquellen gibt. Das würde bedeuten, außer der Fritzbox lasst ihr alles aus dem Netz raus. Alle Geräte werden kurzfristig vom Strom getrennt, es läuft nur noch die Fritzbox selber. Und das Gerät, was ihr verbinden wollt, müsst ihr natürlich möglichst nah an die Box ranstellen für den Verbindungsvorgang. Das ist so das ganz klassische WLAN. Eine Box und ein Gerät. Und das noch mit 2,4 GHz Band. Das können fast alle Geräte. Siebter Tipp. Jetzt geht es schon darum, dass ihr eure Sicherheit reduziert. Also das ist mit Vorsicht zu genießen. Weil ihr würdet jetzt hergehen
und für den Verbindungsversuch erstmal versuchen, von WPA2 plus WPA3 nur auf WPA2 vorübergehend umzuschalten. Wenn er dann den Connect gemacht hat und es funktioniert hat, dann könnt ihr wieder WPA3 dazuschalten. Das funktioniert normalerweise. Wenn er es einmal geschafft hat, sich zu connecten, dann akzeptiert er auch, wenn beide Verschlüsselungsverfahren angeboten werden. Also ihr schaltet es erstmal auf WPA2 zurück. Das bedeutet natürlich, sämtliche Geräte in eurem Netzwerk werden sich nur noch über WPA2 verbinden. Müsst ihr dran denken, in dem Moment ist das natürlich nicht so sicher. Und später auf jeden Fall wieder zurückstellen. Und dann versucht ihr den Verbindungsversuch erneut. Das Umschalten auf WPA2 Only hat noch einen weiteren Vorteil. Ihr seht hier unten die Unterstützung für geschützte Anmeldung von WLAN-Geräten nach PMF ist nämlich hier fest angehakt. Die ist nämlich bei WPA3 ausschließlich und geht nicht anders. Aber wenn man auf WPA2 Only zurückschaltet, dann kann man den Haken hier rausnehmen. Das wäre dann der 8. Tipp. Versucht dann mit WPA2 eingeschaltetem Modus diesen Haken hier rauszunehmen. Dann sollten Geräte, die das PMF nicht unterstützen, auch den Connect hinkriegen. Dann ist es aber auch so, meistens, wenn die das geschafft haben, dann kann man das alles wieder aktivieren und sie verbinden sich trotzdem. Solltet ihr also unbedingt auch mal versuchen, vielleicht hilft das. So, das waren die 8 Tipps für euch, was ihr ja durchgehen könnt, wenn es Probleme mit der Verbindung von einem neuen WLAN-Gerät gibt. Wenn ihr das jetzt geschafft habt und das Gerät hat sich dann mit eurem WLAN verbunden, dann würde ich euch raten, die Tipps, die ich euch gegeben habe, Stück für Stück und zwar in umgekehrter Reihenfolge gerade wieder zurückzumachen. Also erstmal hier diese Unterstützung aktivieren und gucken, ob es noch geht. Danach WPA3 dazuschalten und gucken, ob es noch geht und so weiter, um dann rauszukriegen, ob es am Ende nach wie vor funktioniert. So, das war's auch schon wieder und vielen Dank, dass ihr das Video bis hierhin gesehen habt. Ich möchte euch noch 2 Videos von mir ans Herz legen. Das ist einmal das Video DNS over TLS, weil es sich in letzter Zeit wirklich die DNS-Attacken wieder gehäuft haben. Da gibt es auch einige Videos dazu, was da alles passiert ist. Und das zweite Video geht über IPv6, wie man nämlich die Fritzbox für IPv6 ready macht und vor allen Dingen, wie man sie flott macht dabei. Und wenn ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert diesen Kanal, haut auf die Glocke und dann werdet ihr automatisch informiert, wenn es ein neues Video gibt. Vielen Dank für eure Unterstützung, habt Spaß im Netz und bis bald. Tschüss!